Hallo meine Lieben, heute werde ich mit dem S1 Laser von Xtool nochmal Holz bearbeiten. Diesmal ein bisschen ein anderer Fokus, weil ich euch das zeigen wollte. Wir haben ja keine Kamera mehr in diesem Laser drin und da verwendet ihr ein anderes Verfahren, um eure Elemente gut auszurichten und eure Laserprojekte dann drauf zu platzieren. Und das wollte ich euch heute ein bisschen genauer zeigen. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich hatte euch im letzten Video gezeigt, wenn ihr irgendetwas aus einem Holz auslasern wollt, dass ihr da ganz einfach das rote Kreuz dahin legen könnt, wo ihr seht, dass es Platz hat. Bei mir war es jetzt hier so in der Gegend. Und dann quasi das einfach so auslasern könnt, dass ihr auch noch, wenn ihr wollt, einen Rahmen abfahren machen könnt, wenn ihr sicher sein wollt, dass es da auch wirklich Platz hat. Ne? Das ist die einfache Variante. Was ist jetzt aber, wenn ich will, dass ich auf einem Holzbrettchen das wirklich schön mittig platziert habe, oder wenn ich Klötzchen gerne lasern möchte und jetzt nicht das für jedes einzelne machen möchte, sondern hier wirklich gleich alle drei zusammen lasern möchte, oder wenn ich etwas habe, was eine Wölbung hat, wie kann ich verhindern, dass es hier an den Kanten dann stärker gelasert ist oder unten nicht verschwindet, sondern dass es berücksichtigt, dass es hier eben gewölbt ist. Das gucken wir uns alles heute an und zuerst starten wir auch gleich mal mit dem Brettchen. Hier zeichne ich mir kurz was an, geht mehr darum, euch das zu zeigen oder für euch. Ich würde das dann eher nach Augenmaß machen. Und zwar zeichne ich mir hier bei der 1 cm Linie, mache ich kurz einen Strich. Oben gucke ich auch, dass ich von dieser Ecke aus bei einem Zentimeter zu liegen komme. Mache hier einen Strich. Dasselbe mache ich in der gegenüberliegenden Ecke, auch schön bei einem Zentimeter. Ich gucke einfach da, wo die Wölbung quasi aufhört. Mache ich hier einen Strich und dann von unten auch nochmal einen Strich. Weil was wir machen, um das Element richtig zu platzieren, ist so quasi eine Zwei-Punkt-Markierung. Das heißt, ich habe hier den Punkt, wo sich die beiden Linien kreuzen und ich habe hier einen Punkt, wo sich die beiden Linien kreuzen. Und genau da werden wir den Laser platzieren. Zuerst hier oben, dann können wir das einmal bestätigen, dann hier unten das bestätigen und dann sucht er sich die Mitte von diesem Rechteck, was es sich ergibt, und platziert dann oder sagt mir dann auf meinem Computer, wo dieses Rechteck ist, und dann kann ich mein Element schön da rein platzieren. Jetzt gehen wir zuerst auf den PC rüber und Moment, kurz noch gucken, von der Größe von meinem Element her will ich nicht größer gehen als 7 cm in der Breite. Das heißt da maximal 7 cm und von der Höhe, ich würde sagen 9 cm. Das berücksichtige ich einfach bei der Auswahl von meinem Design, dass ich da wirklich genug Platz auf dem Brettchen drauf habe. Mit den Angaben gehe ich jetzt rüber auf meinen PC. So, ich habe hier eine neue Datei angelegt und da habe ich einen Spruch gefunden bei Creative Fabrica, der mir extrem gut gefällt. Ich nehme das kurz als SVG rüber. Fragt er mich, ist es zu groß, soll er es anpassen? Da kann ich sagen, ja, passt. Na. Genau, dann sage ich dem, ich will eine Flächengravur und mal gucken, ob ich da irgendwelche Wörter untertrennt habe. Ne, passt. Aber ich würde das Ganze doch gerne gruppieren, damit ich das
miteinander bewegen kann. Jetzt hatten wir vorhin gesagt, von der Größe maximal. Ich denke, die Höhe wird weniger das Thema sein, sondern mehr die Breite. Also sage ich da 7 cm, also 70 mm. Dann sind wir in der Höhe von 65 und ich hatte gesagt maximal 90. Das passt für mich. So, jetzt von den Einstellungen her würde ich sagen, ich nehme... Normalerweise würde ich es testen, aber das ist jetzt quasi hier mein Test. Power nehmen wir 20 und die Geschwindigkeit nehmen wir 138. 100 Linien per Zentimeter passt. Jetzt gehe ich zum Gerät, verbinde das und dann kann ich kurz die automatische Messung machen, wenn das Brett drin liegt. Und dann kann ich eben genau das machen, dass ich die beiden Punkte quasi abfahre, aber das zeige ich euch gleich am Laser. Das heißt, ich nehme ein Brettchen, lege das einfach kurz hier in die Mitte, mache den Laserkopf hier hin, dass es schön in der Mitte ist und sage dann, er soll es automatisch messen. Es geht er runter, bis er das Brettchen berührt, hat es berührt und dann geht er rüber und stößt diesen Bolzen quasi wieder hoch. Habe ich jetzt auf dem PC auch gesehen, wie hoch das ist. Und jetzt lege ich das in die andere Orientierung. Gucke einfach, dass ich schön parallel unten zum Abschluss vom Wabengitter bin. Als allererstes mache ich hier auf dem PC, sage ich Markierung starten. Und dann sagt er mir nämlich, was ich machen muss. Nämlich, dass ich die Lichtpunkte je einmal oben und einmal unten setze. Und genau das mache ich kurz. Das heißt, ich nehme den Laserkopf und lege das Fadenkreuz schön oben an, wo ich die Bleistiftmarkierung gemacht hatte. Und dann drücke ich hier einmal auf den Bestätigungsknopf. Das ist die erste Position. Und dann mache ich den Laser auf die zweite Position, das heißt auch wieder schön auf die Linien, die ich angezeichnet hatte und drücke wieder hier drauf. Jetzt sehen wir nämlich auf dem PC, kann ich hier erledigt sagen und er zeigt mir dieses Eck an und da kann ich jetzt meinen Text reinmachen, schön mittig davon. Dann mache ich das Ganze hier zu und mache kurz einen Rahmen abfahren. Ihr habt gesehen, er liegt wirklich schön mittig auf diesem Brettchen drauf. Und so kann ich jetzt eigentlich den Auftrag geben. Und ich würde sagen, war mein Fehler, ich habe es ein bisschen schräg, das Brettchen war nicht 100%ig gerade, horizontal gerade drin, aber also per se seht ihr von den Abständen her, ist wirklich schön mittig, oben, unten. Ich hatte müsste diesen Teil hier oben quasi wegdenken, ne? So hatte ich das ausgelegt und ich hoffe, es war für euch erkennbar. Ich konnte wirklich einfach im System eben drinnen den Befehl geben, dass ich diese beiden Punkte festlege, dann den Laser hier oben hin machen, einmal bestätigen drücken auf dem Laser selber, dann den zweiten Punkt hier den Laser hinmachen, nochmal bestätigen drücken. Und dann hat er mir schon angezeigt, wo quasi dieses Rechteck ist, wo ich mein Element platzieren kann, damit es dann eben schön auf dem Brettchen drauf ist. Und dann können wir natürlich hier die Linien, die wir angezeichnet haben, einfach wieder wegradieren. Wie gesagt, das müsstet ihr natürlich nicht machen. Ich wollte einfach, damit ich euch das zeigen kann, am besten, wo ich denn den Laserkopf jeweils platziere. So, erstes Projekt, ihr seht, ne, wie wunderbar einfach ihr solche Elemente dann mittig platzieren könnt. Für das zweite Projekt, nämlich wie ihr mehrere Hölzchen gleichzeitig
schön platzieren könnt. Könnt ihr eigentlich gleich noch ein viertes nehmen, ne? Nehme noch ein viertes, Moment. Weil ich habe hier ganz einfach Sperrholz, Bastelladen, ne? Ganz einfach. Es geht nur darum, dass ich damit eine Schablone machen kann. Ich werde das jetzt gar nicht mehr groß zurechtschneiden, wenn ihr das zurechtschneiden wollt. Oder was machen wir? Ne, wisst ihr was? Das ist jetzt doof. Wenn ihr wollt, könnt ihr zuerst erst noch ein Rechteck schneiden. Ich behalte jetzt gleich das hier. Und da gucke ich kurz, wie groß das ist, damit ich das dann im PC richtig eingeben kann. Da bin ich bei 20,9 cm und in der Breite ja, 14,1. Das heißt, das ist das Rechteck auf dem PC, mit dem ich arbeiten werde. Und dann gebe ich in dieses Rechteck rein die Klötzchen und die werde ich hier rausschneiden. Und deshalb muss ich wissen, wie groß die Klötzchen sind. Da haben wir 16 cm und von der Breite her 2,3 cm. Und da platziere ich eben dann auf dem PC 4 Stück mit ein bisschen Lücke dazwischen. Und das ist dann quasi auch final. Also da, wo ich diese Vierecke platziere, respektive ich mache da jeweils, ich gebe da sicherheitshalber 2 mm dazu, wenn ich irgendein Klötzchen habe, das ein bisschen größer ist, dass es trotzdem Platz hat. Das heißt, ich mache 16,2 mal 2,5 cm, mache ich hier diese Aussparung und lasse natürlich zwischen den Klötzchen auch ein bisschen Platz. Und oben schreibe ich dann noch hin, was es ist, nämlich Xtool S1 und dann Klötzchen. Und da gehe ich mit einem Speed von 138 und der Power von 18 werde ich die lasern. Das bereite ich jetzt alles kurz auf dem PC vor. Wenn es noch keinen Sinn macht für euch, hoffe ich, es macht dann gleich Sinn, wenn ihr das auf dem PC seht. So, jetzt zuerst mal das Rechteck. Das heißt, quasi das Brettchen, was ich schon habe. Wenn ihr jetzt gerade kein Brettchen in der Größe habt, könnt ihr das auch kurz zuschneiden, eben mit dem Laser. Ich will hier die Breite, hatten wir gesagt, ist 20,9 und die Höhe ist 14,1. Das ist mein Brettchen. Da rein kommen jetzt die Klötzchen. Da hatten wir gesagt, die Aussparung machen wir ein bisschen größer, und zwar 16,2 von der Breite und von der Höhe 2,5. Das sind meine Klötzchen. Und davon hatten wir gesagt, habe ich 4 Stück. Das heißt Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V und Ctrl+V. Ein bisschen höher. Dann markiere ich kurz alle hier und sage, macht das kurz horizontal mittig. Dann nehme ich das aus der Markierung raus, dass ich nur noch die Klötzchen habe, und sage da verteilen, und zwar vertikal. Dann sind die schön verteilt. Das geht hier natürlich auf Schneiden. Und zwar mache ich das mit Power 60 und Geschwindigkeit 10. Upsi, 10. Und dann will ich hier noch einen Text haben, der da sagt: Das machen wir Flächengravur. Natürlich kleiner, weil das brauchen wir definitiv nicht so groß. Und dann sagen wir dem Flächengravur auf 18 und
175. Das muss nicht ein super Ergebnis werden, das geht mir mehr darum, dass es schnell geht. So, jetzt muss ich nur darauf gucken, dass ich das nicht mehr verschiebe. Das heißt, ich gebe hier, das A hier, das ist ignorieren, weil das habe ich ja schon geschnitten. Und die 4 Sachen hier, oder 5 Sachen, nämlich die Klötzchenaussparungen und den Text gravieren. Das ist natürlich auf ein. Das heißt, ich gebe hier kurz mein Holz in den Laser, um den Abstand zu messen. Und dann lasere ich das hier kurz, damit ich da eine Schablone habe und bin dann gleich wieder zurück bei euch. Und hier macht jetzt wirklich die Linie so, dass ihr die knapp schön an der Kante noch seht. Weil das wird jetzt immer eure Ausgangslage sein, wenn ihr dann die Schablone verwendet. Dass diese rote Linie immer schön oben an der Ecke liegt. Und was ich zudem gemacht habe, natürlich auf dem PC habe ich jetzt die ganze Datei, also dieses Rechteck ringsherum, zusammen mit den anderen Sachen eben auch genau in diese Ecke gebracht, ne? Dass das wirklich aufeinander stimmt. Sonst stimmt dann euch in Zukunft die Schablone nicht. So, und jetzt habe ich quasi meine Schablone. Da kann ich meine Klötzchen dann reinmachen. Ich merke gerade, dass die Aussparung ein bisschen groß war. Ihr hättet durchaus auch nur 1 mm nehmen können. Oder es gleich so groß machen wie die Klötzchen, weil es verliert ja auch immer ein bisschen durch durch das Lasern an Größe. Ich werde es dann einfach so machen, dass ich die wirklich schön dann mittig rein platziere, wenn ich das im Laser drin habe. Und jetzt kann ich quasi meine Schablone speichern, meinen Text hier platzieren auf dem PC und das immer schön genau so lasern lassen, wenn ich dann eben hier gucke, dass an der Kante dieses rote Fadenkreuz liegt und ich die Datei entsprechend auch auf dem PC da platziere. Genau das mache ich jetzt, dass ich hier diese 4 Klötzchen lasere und dafür bereite ich kurz die Datei vor. Ich gruppiere das Ganze, weil das darf sich nicht mehr verschieben, aber ich setze das Ganze auch auf Ignorieren. Und jetzt kann ich einen Text nehmen. Ich würde sagen, ich nehme diese Schriften, dann natürlich verschmelzen, da wo es notwendig ist. Dann müssen wir die eben auch noch richtig einstellen von Power und Speed. Und da hatte ich eben gesagt 138,18. So, das heißt eigentlich, das alles hier sollte ignorieren sein und die Schriften selber müssten auf Flächengravur sein, 1838, wunderbar. Weil so kann ich jetzt hingehen und eben meine Schablone auf dieses rote Kreuz beim Laser oder im Laser drin legen und wenn er das dann wieder hier anzeigt, kann ich die ganze Datei dann einfach auch wieder zu diesem Punkt hin verschieben und so kann ich das lasern und das mache ich auch gleich. Ah, übrigens ganz vergessen, ich muss natürlich auch die Höhe von den Klötzchen noch messen. Dafür lege ich kurz einfach eins in die Mitte des Lasers und messe da die Höhe.
Die Datei müsst ihr euch natürlich dann so speichern, dass das dann immer, wenn ihr das macht, dass die Rechtecke hier in diesem großen Rechteck noch richtig platziert ist, damit ihr die Schriften dann auch richtig platzieren könnt. Aber ist das cool oder ist das cool? Und ich hatte die auch so platziert, dass sie nicht ganz mittig sind hier, sondern hier ein bisschen unten angelegt und auf der Seite. Und genau so hat das funktioniert. Das heißt, kann ich einfach meine nächsten 4 Klötzchen, oder ihr könnt natürlich auch größere Schablonen machen, wenn ihr da mehr lasern wollt. Bei mir ist in der Regel, ich mache eigentlich nicht mehr als 4 am Stück. Von dem her passt die Schablone hier wunderbar für mich. Ja, und so einfach funktioniert das mit dem Verwenden von der Schablone. Das heißt, ich muss nicht mehr wie beim M1 den Nullpunkt angehen auf dem Wabengitter, sondern hier kann ich ganz einfach das rote Kreuz an diese Kante legen und dann funktioniert das wunderbar. Ne? Schnelle Sache, und eben da könnt ihr für was auch immer ihr Schablonen braucht, könnt ihr solche Schablonen anlegen. Ja, damit ihr da dann ganz viele Sachen von demjenigen, wo ihr viel lasert, davon lasern könnt. Das war das zweite Thema. Und jetzt hat man ja hier noch das Thema von dieser Kelle. Das werde ich heute nicht lasern, aber ich werde euch auf dem Computer kurz zeigen, wie ihr, also wo ihr das findet. Um diese Messung zu machen, müsst ihr anstatt flach, also laserflach, auf Kurvenverlauf gehen, und dann geht ihr auf die Kurvenmessung drauf, und als erster Schritt müsst ihr dem quasi sagen, wo die oberste linke und wo die unterste rechte Ecke ist. Das könnt ihr einfach den Laserkopf eben oben links hin machen, auf dem Löffel bei mir jetzt, und dann sage ich da einfach markieren oder klicke ich markieren, dann untere rechte Ecke auf markieren klicken, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann weitergehen. Und dann könnt ihr definieren, wie viele Punkte ihr haben wollt, wo er die Messung durchführen kann. Ich hatte jetzt hier 4×5, also das dauert dann schon auch ein Weilchen, weil der geht dann mit der Nadel auf jeden einzelnen Punkt dann, um sich das anzugucken. Wenn es geht, würde ich mit weniger fahren, ganz ehrlich gesagt. Und eben ihr müsst gucken, dass jeder dieser Punkte dann auch auf dem Löffel drauf ist, weil sonst bricht er die ganze Aktion ab, wenn er irgendwo merkt, dass er einen extremen Höhenunterschied hat, quasi ins Leere rausging. Aber so könnt ihr das dann einfach laufen lassen, und dann gibt er euch quasi diese Höhenskala an, mit der ihr dann arbeiten könnt. Und hier seht ihr, er ist bei einer Messung ins Leere gegangen und hat mir das dann auch gesagt, dass das so natürlich nicht geht. Somit das Thema hier war jetzt eher eine Trockenübung, weil ich ganz einfach den Löffel nicht da graviert haben will, sondern dann eher da hinten. Ich habe es nur genommen, damit ich ein Beispiel habe. Wenn ich dann ein konkretes Beispiel habe, werde ich da garantiert auch noch ein Video dazu machen. Aber im Grundsatz hoffe ich, habt ihr es verstanden, dass er hier eben dann die Punkte quasi absucht und guckt, wo ist es wie hoch, und dann das berechnet, wie die Wölbung ist, und dementsprechend dann beim Lasern halt nicht immer auf derselben Höhe bleibt bei der Z-Achse, sondern je nachdem, wo er lasert, geht er dann tiefer rein oder kommt dann wieder hoch. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, der lasert ja hier, da ist er höher, und wenn er da lasert, muss er tiefer runter. Und genau das macht er dann halt auch mit diesem Diagramm, was wir ihm dann geben. Aber das sind so die 3 Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Eben
wie wir ein Brettchen oder was auch immer ihr lasern wollt, wie ihr etwas schön mittig platzieren könnt mit dieser 2-Punkt-Messung. Dann, wie ihr mit Schablonen arbeiten könnt, damit ihr hier eure Klötzchen ganz einfach gravieren könnt, und zwar eben mehrere miteinander. Für eins macht es ja nicht so viel Sinn, aber wenn man da mehrere davon gravieren will, macht eine Schablone durchaus Sinn und eben auch in Theorie, wie dieses dynamische Profil zum Lasern funktioniert. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr da auch Lust habt, das selber nachzumachen. Jo, und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!